Nein. Hast du angerufen? Hast du angerufen? Notruf 112. Du möchtest eigene Videos einsenden? Schicke diese an die E-Mail clipeinsendung@gmail.com. Für mehr Informationen überspringen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie die Besserwisser in den Kommentaren. Was geht bei dir ab da vorne? Ach du Scheiße, was ist mit dem? Hier habe ich gesehen, in den Kommentaren wurde gefragt, wie sowas zustande kommen kann. Dazu ganz kurze Reader-Story von meiner Seite. Mir ist Ähnliches mal passiert, und zwar mit einem Tandem-Anhänger. Da bin ich auf dem Weg gewesen von Köln Richtung Göttingen, und auf einmal gab es einen Ruck. Müsst ihr euch vorstellen? Auf einmal gab es so einen Ruck. Und die Geschwindigkeit nahm rapide ab, und ich guckte in meinen linken Spiegel, und mein Tandem-Anhänger kam seitlich raus. Also der war fast im 90-Grad-Winkel. Ich habe dann Vollgas gegeben, aber wenn der Anhänger bremst, dann machst du nicht mehr viel. Die Reader-Story werde ich auf meinem Hauptkanal nochmal hochladen, auf jeden Fall werde ich nochmal erzählen. Aber für euch schon mal. Hab's dann so gerade teilweise auf, mit dem Motorwagen etc. habe ich es auf den Standstreifen geschafft. Der Anhänger war ungefähr 1,5 Meter noch auf dem rechten Fahrstreifen. Was ist passiert? Die Verbindungsschläuche, ein Verbindungsschlauch zum Anhänger ist bei mir gerissen. Keine Ahnung, wie auch, also nicht das Kabel selber, sondern die Verbindung, also diese Verbindung, die du reinmachst, diese Dichtung. Irgendwas ist davon, hat sich weggesprengt, und der Anhänger hat komplett Druckverlust gehabt. Dadurch macht der Federspeicher ja komplett zu, denn wie ihr natürlich wisst, weil ihr die Profis seid und aufmerksame GTD-Zuschauer, wisst ihr, dass ein Federspeicher-Bremssystem funktioniert, in dem Luft reingepresst wird, die quasi die Bremse hebt, und wenn die Luft weggemacht wird, also das ist dieses Zischen beim LKW, dann entweicht die Luft, ist die Bremse unwiderruflich geschlossen. Das heißt, der Anhänger oder der Motorwagen fängt an, eine Vollbremsung hinzulegen. Ähnlich kann das hier passiert sein, denn beide, alle Achsen, ihr seht links und rechts einen schwarzen Gummistreifen. Dadurch ist von beiden Seiten eine gleichzeitige Vollbremsung eingetreten, und da würde ich mal vermuten, dass der Auflieger in diesem Fall kompletten Druckverlust bekommen hat, warum auch immer. Vermutlich, weil die Luftverbindung zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger nicht mehr stattgefunden hat. Die Luft ist entwichen, warum auch immer. Und der Auflieger in dem Moment eine Vollbremsung hingelegt hat. Ähnlich wie es bei mir war. Hier seht ihr das. Beide fangen gleichzeitig an zu bremsen. Und dementsprechend hat der Fahrer wirklich gut reagiert und sofort rüber. Was die Problematik an der ganzen Geschichte ist, Leute, wenn er nicht sofort auf den Standstreifen wechselt, weil, ich sage euch das so, wie das ist, der Auflieger hat 6 Reifen, ja, im Standard. 6 Reifen. Wenn diese 3 Achsen oder diese 6 Reifen gleichzeitig scheibenbremst, anfangen zu bremsen, dann machst du vorne mit der Zugmaschine nichts mehr. Egal wie viel PS du da vorne dran hast, es sei denn, du hast, weiß ich, 1500 PS vielleicht oder sowas, schaffst du es nicht, diesen Auflieger weiter zu schleppen, wenn hinten über die 3 Achsen komplett vollgebremst ist, weil wie soll der LKW vorne, die Zugmaschine, das noch schaffen zu ziehen? Daher hat er sofort reagiert, ist auf den Standstreifen gefahren. Das Beste hätte, was er machen können, hätte er mehr Geschwindigkeit verloren, hätte er mit der Hälfte auf dem Fahrstreifen gestanden und hätte zum Folgeunfall kommen können. Das heißt, der Fahrer hat hier wirklich gut reagiert. Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Ja? Also beide bremsen gleichzeitig. Antares, gleicher Effekt wie beim Pkw-Anhänger, Bremse hoch, nichts mehr mit Fahren. Naja, ein Auto schafft es noch, allein weil der Anpress
die Anpressgewicht beim Pkw-Anhänger nicht so hoch ist. Auch wenn du Gewicht da drin hast, mit einem vernünftigen Auto vorweg, ziehst du den Anhänger, auch wenn die Reifen da hinten stillstehen. Irgendwann platzen dir die Reifen dann halt weg. Aber mit PS-starken Pkw schaffst du es trotzdem noch, würde ich mal behaupten, über eine gewisse Distanz diesen Anhänger zu ziehen. Beim LKW ist es ganz anders. Zero Hunter hat gerade geschrieben, 2200 PS Bremsleistung pro Bremse, weiß ich jetzt wirklich nicht, aber Zero Hunter kennt sich ja nun auch aus. Da machst du nichts mehr. Also wenn der hinten zumacht und da beide schwarze Teerdecke da, Reifen, Gummidecke da auf dem Boden lassen, würde ich mal vermuten, die Bremsen haben einfach blockiert. Peter, Dankeschön für deinen Resub in 32 Monaten. Guten Abend, Kai, Mods im Chat. Kai, was macht der E-Mustang? Habe ich gerade drüber gesprochen, habe ich storniert. Ich habe mir einen A6 gekauft. Dankeschön für deinen Resub im 32. Monat, my friend. So, lass mal kurz gucken. Normal hast du dann diesen, wie heißt es, Bremsplatten, ne? Weil die halt stillstehen, die bewegen sich keinen Millimeter, dann kannst du alle 6 Reifen komplett neu machen. Kann man jetzt hier nicht so erkennen, aber ich gehe mal von aus, dass die 3 Reifen komplett blockiert haben. Hat aber gut reagiert, muss man ganz ehrlich sagen, hat er gut gemacht. Das ist auch geil. Daran erinnere ich mich auch noch. Ey, geilster Clip. Digga, auf ein geparktes Auto draufgehämmert. Voll hinten drauf gesemmelt, Junge. Можно. Эй, Leute, блядь, вы что делаете? Стой, блядь! Тут горят, блядь, ёбаный в рот, нахуй. Scheißendreck, блядь. Scheißendreck, blöd. Ist die Vorratsleitung, die gebrochen ist, nicht die Bremsleitung. Wenn die Bremsleitung bricht, passiert erst, wenn du den Fuß bestätigst. Also wie gesagt, Nadja, bei mir war es wirklich so, Schlauch gebrochen, gerissen, Kupplungsding gebrochen, gerissen, keine Ahnung, wie es war. Auf jeden Fall hat er sofort hinten, das war ein 2-Achs-Tandem-Anhänger, den ich hinten hatte, hat sofort zugemacht und hat sich quer über die Autobahn geschoben. Gibt es halt noch eine geile Geschichte, werde ich in der Real-Life-Story erzählen, wo ich die Polizei rufen wollte und die war schneller da, als ich gedacht habe. Werde ich auf jeden Fall die Real-Life-Story nochmal, vielleicht drehe ich die morgen, weil eine Real-Story ist mal wieder am Start, weil die Leute auf meinem Kanal feiern die Real-Life-Stories. Das war, weil mir ist da noch ein Fehler passiert. Das hätte richtig böse ausgehen können. Werde ich aber auch genauso wieder erzählen, auch wenn dann Leute wieder schreiben, wie kann der das sagen? Wie kann so einem sowas passieren? Ihr wisst ja, ich bleibe da immer ehrlich. Ist mir scheißegal, was die Leute da sagen, weil die Profis sind ja sowieso meistens nur im Internet vorhanden, ne? Das wisst ihr ja. Und hier hat der Treckerfahrer wirklich gut reagiert, ne? Was sollte er machen? Was macht die Baran oder? Ihr wisst, warum er weiterfährt? Wisst ihr, oder? Mein Stream weiß, warum der weiterfährt, ne? Ich will hier. Alter, ich hab grad richtig Herzrasen. Ja, was weißt du, was ich habe, блядь? Der ist so geil, Junge. Пульс 108. Ты горит, смотри, трактор загорелся, соломой, бля, вот они. Катастрофа, ey. Genau, ähnlich, Peter, genau, ähnlich. Er fährt natürlich weiter, weil würde er stehen bleiben, würde sein ganzes Gespann abbrennen. Мы с трактором, с полицайком вот раз. Вот такое, смотри, блядь, все. Und ich habe auch in den Kommentaren habe ich übrigens auch wieder gelesen, das finde ich immer so geil. Weißt du, die Leute klicken drauf, weil sie genau das sehen wollen. Und dann steht in den Kommentar drinne, habe ich hier gelesen, ich glaube hier irgendwo habe ich es gelesen. Hier, pass auf, komm, wir gucken mal kurz rein. Da der Kanal noch neu ist, sind die Kommentare noch übersichtlich. Hier, Richard B. Hauptsache Handy zücken, Feuerwehr rufen oder helfen ist Fremdsprache. Was heißt Poche? Was heißt Poche? Weiß jemand, was Poche heißt? Ich habe keine Ahnung.
Weiß jemand, was Pocher heißt? Ich habe keine Ahnung. Worauf ich hinaus wollte ist, Hauptsache Handy zücken, Feuerwehr und bla bla. Wenn der das Handy nicht gezückt hätte, würdest du es nicht sehen können. Und du klickst drauf, weil du es sehen möchtest. Punkt. Ich finde das immer so geil. Die Leute gucken sich diese Videos an, weil sie neugierig sind, weil sie das interessiert, kritisieren aber dann die Leute, die das filmen. Ich meine, hätte er jetzt nicht gefilmt, wäre das Feuer trotzdem da. Ich meine, hätte es einen Unterschied gemacht, ob er jetzt nun filmt oder nicht. Wenn jetzt Menschen in Gefahr sind oder sonst irgendwas, dann würde ich das verstehen, wenn du halt irgendwas machen kannst in dem Moment, was du nicht machst, während du filmst. Aber was soll er machen? Er filmt es jetzt einfach. So. Ja, Rich, das ist doch eine Ehrenkommentar. А, Wir haben aber Glück gehabt, dass das hier nicht brennt. Wir haben, das Sascha, wir haben Glück gehabt. Guck mal nach da hinten. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht da sind. блядь, это бренд и alles. А где трактор? Вон он, блядь. Ёбаный в рот. Wo denn jeden? Еще бы Вифа Брайан nicht hier. Ich hab noch Wald bei der. Wie meinst du das, Rich? Ich habe das jetzt gerade als mega positives, ich habe das jetzt gerade als Kompliment genommen. Nein, bitte enttäusch mich nicht, Rich. Ёб твою мать. Ich hab grad richtig Schiss in der Buchse. Der kleine Mann ist gut. Ладно, тут доска, мы не сгорим. Aber trotzdem ist es so scheiße. Guck mal, fühl mal mein Puls. Да, я глав dir. Was ich echt geil finde, ist, der Vater spricht Russisch mit dem Sohn und der Sohn spricht spricht nicht Russisch zurück, sondern Deutsch. Finde ich voll cool, dass der so perfekt Russisch versteht und so perfekt Deutsch spricht. Weil ich höre jetzt bei dem Jungen, also bei seinem Sohn vermutlich, keinen russischen Akzent. Finde ich krass, finde ich gut. Das stimmt, Rich. Ach, das war das von dir? Ach, das war von dir, Rich. Oh nein! Ich wollte dich nicht, ich wollte das, ach Richard, das war jetzt, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Oh nein! Hauptsache Handy zücken, Feuerwehr rufen oder helfen, ist Fremdsprache. Okay, da warst du das. Tut mir leid. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Okay, dann haben wir uns, ja, das ist, weißt du, Rich, das ist das Problem. Wenn das halt so steht, dann kann man das immer wieder falsch interpretieren, ne? Ich weiß, was du meinst. Natürlich kann man Feuerwehr rufen. Okay, von dem Aspekt hast du tatsächlich recht. Aber ich glaube, der Junge filmt und der Vater hätte ja anrufen können. Ja, so war nicht so. Ah, okay. Ja, das ist das Problem, wenn da was steht, dann kann man es falsch interpretieren. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Komm her, kriegst von mir auf jeden Fall erstmal. Kann ich hier ein Herzchen verteilen? Kriegst von mir ein Herz. Was ist hier? Wäre schön, wenn du das Video kommentierst. Okay, das ist auch nice von Vincent, dass ich das kommentieren soll. Gibt es erstmal ein Herz. Billard ist ein Schimpfwort, das weiß ich. Они все горят, die brennen alle. Was heißt Schimpfwort? Die sagen sowas wie Scheiße. Там 2 трактора горят, блядь. Ёб твою мать. Ich glaube, das behalte ich mein ganzes Da Leben. hinten brennt auch. Ёb. Ich will noch lieber zu den gehen, oder? Sascha, Ja. willst du gehen? Ach, du da. Geh mal Hallo sagen. Hallo, weißt du, die ist gestresst, blядь. Geh mal kurz Pipi machen. Давай, давай, давай. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich gehe mal kurz Pipi machen. Oh nein, der Junge ist so süß. Feuerwehr kommt. Wo? Вот там уж Feuerwehr, ne? Nee, komm her, jetzt Sascha. Я здесь, да. Там ЛКВ. Блять, там стреляет что-то. Immer
орёт. Он стоит. Ganze Heu, блядь, все Он пиздец. загорелся. Сейчас быстро- Hast du, Russland? Russland? Hast du angerufen? Habt ihr angerufen? Hast du angerufen? Hast du angerufen? Am Notruf 112. Hast Oh, macht einen so wahnsinnig, oder Leute? Meine Fresse. du angerufen? Hast du- Hey,